Moin zusammen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier auf Johns MOBA geht es heute nicht um Fredhaun, sondern um die kleine Waldbahn hier im Dunkeln. Und ich zeige euch mal, was sich jetzt hier an Neuigkeiten, an kleinen Dingen getan hat, denn so ein bisschen Licht auf der Modellbahn ist doch immer was anderes und ist doch viel schöner. Nur, das will man ja nicht immer mit Kerzen machen. Ich hole euch jetzt mal ab und dann schauen wir uns mal an, was ich hier so angestellt habe. So, und da sind wir jetzt ja schon mal auf unserer kleinen Anlage hier angekommen. So kennt ihr die. Nichts Neues. Nicht ganz. Man sieht die Neuerung nicht auf den ersten Blick. Denn wir haben jetzt ein ganz bisschen Beleuchtung hier. Und ihr seht jetzt hier primär 3 Lichtquellen. Das ist einmal das Gebäude, dann hier der kleine Schäferwagen und das Gebäude. Und da schauen wir uns jetzt mal nacheinander an, was ich denn hier gemacht habe und wie wir den Strom dahin bekommen haben. Und wir starten jetzt als erstes mal hier mit unserem kleinen Gebäude von Modellbahn Union, das ist der hier. Und zwar ist das das sogenannte Bienenhaus. Also ich schaue mal, dass ich euch ein bisschen ranzoome. Das ist ein Lasercut-Bausatz von Modellbahn Union und der ist jetzt hier ausgestattet eben mit Beleuchtung. Und ihr seht auch schon, nicht alle Fenster leuchten. Das hat seinen Sinn, denn es gibt hier tatsächlich eine Inneneinrichtung drin. Die könnt ihr jetzt natürlich hier auf dem Video gerade gar nicht erkennen. Deswegen zeige ich euch mal kurz, was es denn mit diesem Häuschen hier auf sich hat und was da so an Einrichtung drin steckt. Erstmal habe ich mir passend Bilder gesucht im Internet. Hier jetzt einfach Parkett. Das Ganze dann hier verkleinert und ganz oft nebeneinander gelegt. Kann man im PowerPoint relativ einfach machen. Also quasi einfach Bild verkleinern und dann per Steuerung C, Steuerung V kopieren, immer wieder aneinandersetzen. Und dann ausgedruckt auf 160 Gramm Papier. Das ist also ein bisschen fester als das normale Druckerpapier. Vorteil ist, wenn das so klein ist, kann man das hier so als so eine Art kleines Cardboard schon super verwenden. So, und das habe ich mir einerseits für den Boden hier zurechtgeschnitten. Hatte dann eine Ecke, wo tatsächlich Licht durchschien im Dunkeln. Haben wir ja eben gesehen als Problem. Auch beim Lasercut passiert das manchmal. Das ist diese Ecke hier gewesen und diese, da habe ich dann die Wand auch noch quasi versehen. Und dann habe ich mir eine kleine Decke gebaut mit einer passenden Deckenlampe drin. Das ist also eine kleine LED. Und da seht ihr auch, die ist verkabelt. Geht dann hier am Ende unten aus dem Gebäude raus. So. Am Ende wird das Dach hier so raufgeklebt. Dann kommt das echte Dach. Und dann sehen wir wieder so aus. Und wir haben hier jetzt auch 2 Räume, wie ihr seht. Wir haben also hier den kleinen Raum mit der Tür von hier. Und wir haben hier den großen Raum mit der Tür von hier. Eingerichtet wird nur der große Raum hier. Also in den kleinen Raum hinten kommt eigentlich nur so ein bisschen Material fürs Lager. In den großen Raum, da kommt der Rest der Einrichtung, was ich noch habe. Das heißt also ein kleines Bett. Dann haben wir hier noch einen Herd quasi, auch so ein kleiner Herd, so ein Gasherd. Der kommt da rein. Dann aus dem Stellwerksresten habe ich noch einen Tisch und stilecht werden dann hier auch ein paar Getränkekisten und sowas noch da drin verschwinden. Wenn ich dann noch Platz habe, kommt noch ein Schrank, das seht ihr hier, und ein kleiner Schreibtisch vielleicht dazu, muss ich mal gucken. Und dann werde ich an den Wänden noch ein paar Plakate wahrscheinlich anbringen. Das sind jetzt hier quasi meine Fredhaun Fundus Plakate, da sind aber auch ein paar schöne dabei. Das sind alles kleine
auf Papier ausgedruckte Originalplakate, die ich ausgeschnitten habe, die ich zum Beispiel eben auch am Bahnhof angebracht habe. Also das sind so Werbeplakate. Haben wir eben eins gesehen hier von Shell zum Beispiel. Ja, sowas hier. Dreht er sich scharf oder nicht? So, hier so ein Shell-Plakat. Da muss ich mal gucken, was ich davon verwende. Die werde ich einfach da drin dann ankleben. Da habe ich noch ein paar andere. Und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis, wie es aussieht. So, ich habe es euch ja eben versprochen gehabt. Und nach x Stellproben habe ich jetzt alles mal eingeklebt, so wie ich mir die Inneneinrichtung von der kleinen Hütte hier vorstelle. Das erste Mal, wir haben hier quasi eine Trennwand drin mit einer kleinen Holztür und daneben dann die Leiter auf den Dachboden. Den werde ich allerdings nicht ausgestalten. Dann haben wir hier hinten rechts das Bett mit dem kleinen Nachttisch daneben, darüber ein Plakat von einem Festival. Das ist übrigens ein Festival, was echt stattgefunden hat. Ich glaube 1984 oder sowas. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite den Herd. Und da seht ihr, da ist auch der Mann, der eigentlich mal die Kettensäge in der Hand hatte, den ich noch übrig hatte aus dem Set jetzt, von den Holzfällern. Dem habe ich seine Kettensäge mal abgenommen. Die ist nämlich noch hier. Und da er jetzt die Hände frei hat, ist er dabei, den Ofen zu befüllen, beziehungsweise anzustellen. Genau. Dann haben wir da rechts daneben 2 Getränkekisten stehen, falls man durstig wird. Ich habe hier außen jetzt nochmal so aus einer übrig gebliebenen Regenrinne ein kleines schräges Ofenrohr angebracht. Und jetzt seht ihr auch schon die andere Seite. Da haben wir hier ein kleines Shell-Plakat. Wir haben den Tisch mit 3 kleinen Hockern und dann eine Getränkekiste als 4. Sitzbereich. Hier nochmal ein kleines Plakat und hier eben auf der anderen Seite da nochmal so ein kleines Sideboard. Und damit ist eigentlich der Hauptraum hier, glaube ich, schon mal ganz gut befüllt von dieser Baracke. Und jetzt haben wir hier den relativ kleinen Lagerraum. Der wird am Ende ja auch nicht hell beleuchtet sein, sondern nur so ein ganz bisschen Licht vielleicht abbekommen. Da haben wir hier den Schrank, da haben wir die Tür wieder. Hier einen kleinen Hocker, dass man auch oben auf den Schrank rankommt. 2 leere Getränkekisten und hier so einen kleinen Handwagen mit ein bisschen Ladung. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt werde ich gleich mal die ersten Tests machen. Das heißt, mein Lichtdach hier fest installieren auf dem Ganzen, das andere Dach wieder rauf machen und dann mal gucken, ob das dann auch irgendwo durchscheint. Die ersten Tests waren allerdings schon relativ erfolgreich und dann wird das Ganze mit Licht drin am Ende so aussehen, so dass man hier eben reinschauen kann. Jetzt machen wir mal Licht an. So. So sieht meine kleine Kabine dann von innen aus. Da sehen wir den Mann, da haben wir hier unser Ofenrohr. Also krass hell, die LED. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch einen Widerstand vorschalte, dass das ein bisschen dunkler wird, denn so ist das ja wirklich wie mit so einem Strahler beleuchtet und hier der Lagerraum eben dunkel. Da könnte man theoretisch noch eine zweite Lampe ranmachen, dass dann der Lagerraum getrennt beleuchtet wird. Ne? So. Aber schon mal ein nettes, kleines, weiteres Detail, dass man hier in das Gebäude dann am Ende reingucken kann. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was da drin steckt. Und jetzt machen wir mal weiter und schauen mal hier unsere kleine Schäferhütte bzw. unseren kleinen Schäferwagen an. Da seht ihr, wir haben hier
hauptsächlich die kleine Laterne beleuchtet. Und wenn man so ein bisschen von der Seite reinguckt, sieht man auch, dass die Fenster hier mit beleuchtet sind. Und da zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz, was ich gemacht habe oder wie ich überhaupt diese Beleuchtung in diese kleine Lampe dort reinbekommen habe. Da ist die LED auch schon eingeklebt. Die Kabel werden dann einfach hier unten durch den Boden geführt später. Und ich zeige euch jetzt mal den Effekt, soweit man den jetzt schon sehen kann. Also wir haben wieder die 9 Volt Batterie hier. Haben es genau falsch rum gemacht. Das ist ja das Einzige, was mich bei LEDs ein bisschen aufregt, dass man die immer richtig polen muss. So. Das sieht doch mal geil aus, oder? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, der Wagen ist oben zu, da kommt kein Licht raus, dann haben wir hier die Lampe vom Schäferwagen, die richtig ordentlich Licht abgibt. Und hier die Fenster, die so ein ganz bisschen durchscheinen. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool im Dunkeln. Ja, gar nicht so schwer, habt ihr jetzt gesehen. Das heißt also, der Effekt ist wirklich das perfekt. Die Lampe da richtig gut leuchtet und auch die Fenster eben so ein ganz bisschen durchscheinen. Genau. Und dann haben wir hier eigentlich noch Nummer 3 von der Beleuchtung her. Das ist der hier. Unsere Buschscheune, ich habe es euch jetzt zweimal gezeigt, also hier auch einfach eine LED eingebaut. Und jetzt habe ich natürlich einen sehr, sehr coolen Lichteffekt, wenn ich hier die Fenster oder die Türen eben so ein bisschen öffne. Dann sieht man hier, wie der Hanomag dort schön angeleuchtet wird. Ja, und das sind die 3 Lichter, die jetzt hier eben in Summe neu dazugekommen sind. Und das macht natürlich schon einen sehr coolen Eindruck. Große Frage ist natürlich auch, wie habe ich jetzt den Strom dahin bekommen, wenn wir haben ja hier eine extrem flache Platte, wie ihr seht, also eigentlich gar keine, das ist ja nur ein Rahmen. Und da zeige ich euch mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ich habe da nur Fotos von gemacht, aber ich glaube, ihr kriegt da jetzt trotzdem einen ganz guten Eindruck. Das heißt, wir haben hier auf der Unterseite direkt Kabel am Verlaufen von den verschiedenen Punkten, wo eben jetzt eine LED ist. Und um durch das Gelände durchzukommen, ist natürlich auch mal die Frage, wie mache ich das? Also ihr wisst, es ist hier Hartschaum drunter. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach von oben da rein zu bohren in diesen Hartschaum und dann meine Kabel da durchzustecken. Allerdings habt ihr dann immer das Problem, dass die Kabel gerne an diesem Hartschaum irgendwie hängen bleiben. Das heißt, ich habe nach einer Möglichkeit geschaut, wie kann man denn jetzt hier eben auch so eine Art Kabelkanäle mit einbauen. Und da zeige ich euch jetzt hier mal die Bilder von den Kabelkanälen. Das sind im Endeffekt einfach nur solche Pappstrohhalme auf die entsprechende Länge zugeschnitten. Und dann habt ihr hier einen Kabelkanal eben durch die Anlage durch, an der Stelle, wo ihr das braucht. Das könnt ihr eigentlich, glaube ich, auf fast jeder Anlage, wo eine Landschaft verbaut ist, verwenden, die Methodik. Das heißt also, dass am Ende ein Kabelkanal direkt an der Stelle hochkommt. Ihr habt da ein schönes Loch, wo ihr die Kabel durchbekommt und ihr habt nie wieder irgendein Problem jetzt, wenn ihr da mal nochmal ran müsst. Ja, wo kann man das noch sehen? Also ich glaube, die einzige Stelle, wo man das jetzt noch sehen könnte, wäre eben hier unter diesem kleinen Wagen. Eine sehr einfache Methode, aber super effizient und ihr könnt jederzeit eben später hier auch die Kabel wieder verwenden und man sieht es eigentlich, wenn man es nicht weiß, gar nicht. Genau. Dann habe ich diese Kabel eben alle miteinander verbunden und zu einem kleinen Verteiler geführt und diesen Verteiler, den finden wir eben hier im äußeren Bereich. Da hinten seht ihr diese kleine grüne LED, die sagt eben Status bereit. Das ist der Verteiler. Und von da gibt es dann eben auch hier ein Kabel, was zu dem kleinen Schalter führt, On-Off. Und damit kann ich hier eben die gesamten Lichter jetzt ausschalten. Ist also hier von der Schaltung her super einfach. Einfach alles an einen Stromkreis über diesen Verteiler angeschlossen. Ja, der Effekt ist halt genial. Also ich zeige euch jetzt mal hier so ein bisschen gleich Fahren und Bilder im wirklichen Dunkeln. Das wird jetzt hier beim Filmen einfach
wahrscheinlich nichts werden, denn dafür müsste ich es extrem dunkel machen und dann wird das, glaube ich, sehr verwackelt. Deswegen blende ich euch die Bilder einfach mal ein. Ja, und das war es jetzt zum Thema Beleuchtung der kleinen Waldbahn. Wenn ihr die Waldbahn noch nicht kanntet, habe ich euch hier oben jetzt mal die ganzen anderen Videos aus der Entstehungsgeschichte der kleinen Waldbahn hier verlinkt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Für heute heißt es erstmal, macht's gut, bis bald, ciao.